Gibt es ein Quiltmotiv, das super gut aussieht, gerade weil man schief quiltet? Ja, das gibt's. Tada! Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir quilten schief. Die Idee zu unserem Thema ist ganz einfach. Wir starten in einer Spirale, wir wandern unabhängig vom ersten Weg zurück, wir starten in einer neuen Spirale, die muss nicht gleich sein, die kann irgendwie aussehen. Aus der Spirale wandern wir in einen Loop und kommen zur nächsten Spirale, die irgendwo auf unserer schon gequilteten Linie ansetzt. Wir starten mit unserem Motiv in der Mitte unseres Patches und holen einmal unseren Unterfaden nach oben. Wir vernähen dreimal auf der Stelle. Wir haben den Transporteur versenkt. Unsere Stichlänge steht auf 0. Wir haben den Geradstich eingestellt und wir starten. Von diesem markierten Punkt fahren wir in einer Welle nach außen und enden in einem Kringel. Aus diesem Kringel fahren wir nun zurück bis zu unserem Startpunkt, denn es ist die erste Welle. Wir können schon einmal, zack, unsere Fäden abschneiden und es geht wieder zurück in einem Bogen. Wir möchten diese erste Welle nicht kopieren. Wir möchten eine unabhängige Linie dazu setzen. Und aus diesem Punkt quilten wir zur anderen Seite. Unser nächster Kringel muss nicht gleich sein, er muss nur da sein. Wir starten mit einer Welle. Solltet ihr diesen Kringel erst einmal separat üben wollen, dann findet ihr in der Beschreibungsbox ein Video zur Wie quilte ich eine Welle mit Übungen dazu. Enden in einem Kringel und wandern wieder zurück. Das ist unser Start. Von diesem Punkt aus wandern wir nach oben in einem Loop, um von dem Loop aus dann in unseren nächsten Kringel zu wandern. Wir machen das mal. Ich quilte mein Motiv mit Fabulux von Wonderfill und als Nadel habe ich die Super Universalnadel von Schmetz gewählt. An diesem Punkt ist das ein bisschen so, als arbeiten wir einen Kringel und wir arbeiten einen erneuten Kringel. Nur den ziehen wir nicht durch, wir bremsen einfach, um von hier aus zurückzuwandern. Und jetzt kommt der spannende Moment. Wir haben unseren Loop, wir haben unseren Endpunkt und von diesem Endpunkt aus möchten wir nun in einem weiten Bogen bis etwa zur Mitte zwischen Endpunkt und Loop wandern. Etwa irgendwo auf dieser Strecke kommen wir an. Es ist egal wo, irgendwo da. Unser gezeichneter Bogen kann groß oder klein sein. Das spielt gar keine Rolle. Er muss jetzt auch nicht jedes Mal groß werden. Hier ist er klein, hier ist er groß und der nächste Bogen wird wieder ganz anders. Aus diesem Punkt starten wir nun in einem neuen Bogen, in einem neuen Kringel und wandern ganz unabhängig davon zurück. Unser neuer Kringel hat hier gleich wieder den Endpunkt, aber er kann ganz egal wohin wandern. So, hier habe ich jetzt auf einer Seite einen hohen Kringel und auf der anderen Seite einen kleinen Kringel. Jeder Kringel steht für sich. Sie treffen sich, aber jeder agiert unabhängig von dem anderen. Aus diesem Punkt heraus kann ich nun wieder weiter wandern. Ich kann nach oben wandern oder ich kann zu irgendeiner Seite wandern. Wo auch immer ich hinwandere, es ist ganz egal. Ich kann das Ganze drehen und auch aus einer gedrehten Position wieder weiter wandern. Würde ich hier weiter wandern, komme ich jetzt schon an den Rand. Mein Patch wäre schon zu Ende und ich hätte diesen
Moment, dass ich mir überlegen muss, wie komme ich denn zurück. Also möchte ich das gar nicht. Wenn ich in diese Richtung arbeite, arbeite ich in einen freien Raum hinein. Das machen wir doch mal. Hier habe ich meinen Kringel, hier habe ich meinen Weg zu meinem Loop. Und wenn ich jetzt hierhin zurückwandere, komme ich gar nicht mehr mit meinem nächsten Loop zurück. Das heißt, mein nächster Kringel geht einfach nur bis hier, damit der nächste Loop sich über diesen Loop setzen kann. Na, gucke ich mir es doch am besten auch an, wo ich hin möchte. Und ich ende einfach hier. Weit weg von meinem Zielpunkt, aber gut genug, damit ich hier Raum habe für einen neuen Kringel. Und jedes Mal, wenn unsere Linien aufeinandertreffen, können wir stoppen. Jedes Mal können wir uns unser Motiv noch einmal anschauen und können uns überlegen, wo möchten wir denn nun hin. Aus diesem Punkt wandern wir in einen neuen Kringel. Und hier habe ich nun einen großen Kringel und einen kleinen Kringel. Wie ist es denn, wenn ich nicht nach oben wandern möchte, sondern ich möchte in den freien Raum hinein? Dann wandere ich von diesem Punkt einfach in diese Richtung. Und schon habe ich erneut einen offenen Raum. Und ganz allmählich wächst mein Motiv. Ich kann, wenn ich mag, wenn ich jetzt sage, guck mal, hier ist mir jetzt, aber ich will hier noch gar nicht nach außen. Das ist mir jetzt alles hier viel zu eng, da möchte ich gar nicht hin. Und wenn ich jetzt hier rumgehe, dann gefällt mir die Linie nicht. Und wenn ich hier durchgehe, wird es irgendwie so zappelig. Nehmt alle Ansatzpunkte wahr, die ihr habt. Wir haben hier auch noch einen Ansatzpunkt. Wenn mir der Punkt nicht gefällt, dann nehme ich eben den nächsten. Das heißt, von hier wandere ich einfach mit einem Kringel in die schon gesetzte Linie. Mein Motiv wird dadurch nur reicher. Und aus diesem neuen Punkt habe ich nun ein komplett freies Feld. Wir können an jedem dieser Punkte, die wir hier so gesetzt haben, können wir noch zusätzlich ein Motiv einbauen. Wir können sagen, das ist mein Motiv, das mag ich so, das möchte ich so halten. Wir können aber auch sagen, hey, da hätte ich eine Idee. Wir wandern aus unserem Punkt in einen neuen Loop. Und wir stoppen bei dem Loop. Und hier können wir, wenn wir wollen, zum Beispiel ein ganz einfaches kleines Blümchen setzen. Unser Blümchen bietet ganz viele Ausgangsmöglichkeiten. Von diesem Blümchen aus können wir nun überlegen, aus welcher Seite heraus möchten wir denn nun in unser nächstes Motiv quilten. Ich möchte aus diesem Punkt starten, also wandere ich einfach die Mittellinie lang.
Was passiert denn, wenn ich meinen Kringel hier nicht ausgearbeitet habe? Ich kann meinen Kringel einfach weglassen. Ich kann es so ausgearbeitet, so nicht ausgearbeitet stehen lassen. Ich kann es aber auch zum Anlass nehmen, um etwas Besonderes mit einzubauen. Wir wandern innen oder wenn wir es ganz eng gehabt haben, außen an der Linie entlang. Gehen in den Punkt und in diesen Punkt setzen wir nun einen kleinen einzelnen Kringel oder einen Tropfen, etwas, das einfach aus der Form herausfällt. Und wir wandern in einer neuen Linie zurück. Und auf diese Weise können wir jeden Fehler, der uns passiert, einfach abfangen. Und das Ganze wird reicher, spannender und schöner. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.